Das hier, das ist eine aktuelle PC Games, die Ausgabe 1 2025. Das hier, das ist meine 16. PC Games, die ich jemals gekauft habe, die Ausgabe 1 1995. 30 Jahre dazwischen, da schauen wir doch jetzt mal gemeinsam rein. Es war 1995 und für mich war das die erste Ausgabe nicht mehr mit 3,5 Zoll Diskette, sondern mit einer CD. Da war sie angeklebt, nicht mehr 7 Mark, sondern 9,50 Mark für die PC Games mit CD-ROM. Viele Demos, noch mehr Patches und manchmal auch Videos waren das Ergebnis. Das war schon eine ganz tolle Sache, muss ich sagen. Auf dem Cover haben wir die Titelheldin von Creature Shock. Hier in der Ausgabe ist dann auch der Testbericht von Creature Shock. Wir gucken uns an, war es gut oder war es doch mehr ein Grafikblender. Dann natürlich der Testbericht von Extatica, das Spiel des Monats, aber auch weitere Tests zu Wasser, zu Lande und in der Luft, nämlich mit Armored Fist, mit Aces of the Deep und mit Dawn Patrol. Wir schauen mal zusammen rein. Und hier auf der Umschlagseite, guckt mal, hier verdeckt durch die Abokarte die Werbung für Lothar Matthäus Super Soccer. Oh mein Gott, ja, so war das damals, ne? 1995, Lothar Matthäus Super Soccer. Der Testbericht ist in der Ausgabe drin, schauen wir uns an. Ich habe es zwar nie gespielt, aber da gucken wir auf jeden Fall kurz drauf. An dieser Vorschau kam ich natürlich nicht vorbei, die Vorschau auf Syberia. Das Spiel ist auch kurz vor Veröffentlichung. Syberia, damals eines meiner Lieblingsspiele, muss ich gestehen. Es war nicht in allen Belangen gut, aber ich habe doch etliche Szenen immer und immer wieder gespielt. Das gucken wir uns auf jeden Fall an, wenn der Testbericht kommt. Und das wäre auf jeden Fall auch mal wieder ein Gameplay-Video wert, würde ich sagen. Und hier ist ein toller Reportagebericht über die Computer 94 in Köln, also eine der ganz lange zurückliegenden Computermessen in Köln. Da ging es noch um Hardware, da ging es um Software, es ging aber auch um Leute. Ne? Hier unten sehen wir Ron Williams, da drüben ist ein Foto von Sid Meier. Hier Kristin Dodd übernimmt den Preis für Sam & Max, also das waren noch richtige Charakterköpfe, muss ich sagen, die einfach in der Spieleszene angesehen waren. Ja, also so richtige Pop-Ikonen, möchte ich fast sagen. Also wenn Sid Meier gesagt hat, er bringt ein neues Spiel raus, dann waren erst einmal alle ziemlich aufmerksam. Hier natürlich weitere Fotos von der Köln-Messe. Also das ist schon sensationell, ne? Damals, es war alles irgendwie neu, es war aufregend. Und ich muss sagen, die 90er waren, so was Hard- und Software angeht, einfach eine unfassbar geniale Zeit. Da haben wir ihn nochmal. Sid Meier gibt Interviews und gibt natürlich auch Autogramme. Also sensationell. Ne? Damals Sid Meier, Richard Garriott, Chris Roberts, Roberta Williams, all diese Namen, die man einfach kannte, die großen Studios, die damals lange noch nicht so groß waren, aber einfach berühmt waren für ihre Spiele. Das war schon eine richtig tolle Zeit. PC Games 1,95, die kam immer im Dezember, dementsprechend war natürlich ein Weihnachtseinkaufsführer mit drin. Und hier schaut euch mal diese Hardware an, die hier angeboten wird. Die TeraTech Maestro 16, oh mein Gott! Aztec Sound Galaxy. Wir haben Monitore hier, guck mal. Sony Trinitron kam in der Zeit gerade so auf und richtig gute 14 oder 15 Zöller oder halt doch lieber einen etwas günstigeren 17 Zoller und dann hier Preise von 1450 D-Mark für einen guten CRT-Monitor. Oh mein Gott! Und es geht weiter hier mit der ATI Graphics Expression, mit der Spea Mirage. Das ist auch so ein Name, der ist mir in Erinnerung geblieben von Spea. Dann hier die CD-ROM-Laufwerke. Hier von Mitsumi gerade das Dreifachlaufwerk rausgekommen für 400 D-Mark. Festplatten, Wechselfestplatten. Wechselfestplatten war auch so eine. Na, ich mit meinen 130 Megabyte Festplatte wäre natürlich froh gewesen um so ein Laufwerk, aber das war absolut undenkbar, so etwas zu kaufen. Es geht weiter mit Lautsprechern, es geht weiter mit Mäusen von Logitech natürlich. Logitech damals schon der Standard bei Computermäusen, dann Joysticks, guckt euch diese Dinger an. Also das ist schon echt herrlich, dieser Einkaufsführer, unfassbar genial. Los geht's mit den Spieletests, natürlich mit dem Spiel des Monats Extatica, Kugeln statt Polygone. Extatica damals
grafisch wirklich ungewöhnlich. Alles, was man sah, war nicht mit Polygonen dargestellt, sondern mit Ellipsen, mit Kugeln. Also das war schon sehr außergewöhnlich, aber die Grafik war tatsächlich verdammt schnell. Also Ecstatica, erinnere ich mich, lief auf einem 486er SX 25 DX33 dann so richtig, richtig gut. Das war schon sehr beeindruckend, muss man echt sagen. Ich glaube aber auch, so eine Art Grafik hat danach eigentlich meines Wissens niemand mehr versucht, oder? Kugeln nicht so wirklich. Also andere Hersteller haben da wirklich anderes gemacht. Und auch wenn sich diese Sache mit den Ellipsen, den Kugeln erstmal komisch anhört, das hat funktioniert. Also schaut euch das an, das war richtig detailreich, das war vor allem eine sehr flüssige Darstellung, eine sehr überzeugende, schnelle Darstellung für damalige Verhältnisse. Was mir aber bei Ecstatica auch in Erinnerung geblieben ist, war der hohe Schwierigkeitsgrad. Ich habe es nie sehr weit gespielt, mich hat es irgendwann so ein bisschen genervt. Denn eine Sache, mit der ich überhaupt nicht klarkam, war, dass es kein Inventar gab. Ich erinnere mich, man konnte immer nur die Hände benutzen, das heißt, einen Gegenstand in die linke und einen in die rechte Hand, und meistens hatte man in der rechten Hand ja dann die Waffe. Und das war irgendwie umständlich. Das bedeutete, man musste immer mal wieder doppelte Laufwege in Kauf nehmen, nur um einen Gegenstand zu holen. Sowas hat mich damals schon tierisch angenervt und dementsprechend kam ich bei Ecstatica nie wirklich weit. Dass es für damalige Verhältnisse relativ brutal war, das, ja, sei es drum, das hat mich ehrlich gesagt persönlich nie gestört. Mir war immer wichtiger, ob mich ein Spiel packt oder nicht, ob das Setting passt oder eben nicht. Und ich muss gestehen, bei Ecstatica war es tatsächlich so, dass es mich nicht lange fesseln konnte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr Ecstatica gespielt habt, ob ihr es durchgespielt habt, vielleicht sogar die PC Games jedenfalls hat gesagt, das ist auf jeden Fall unser Spiel des Monats. Mein letztes Gameplay-Video war zu Comanche aus dem Hause Nova Logic mit der berühmten Voxel-Grafik. Dieses Mal haben wir den Testbericht vom sozusagen Nachfolger Armored Fist, ebenfalls wieder mit der Voxel-Grafik-Engine. Dieses Mal geht es also nicht mit dem Hubschrauber von A nach B, sondern in einem Panzer. Das Besondere war, man hat nicht nur ein Gefährt gesteuert, sondern es gab dieses sogenannte Command-Control-Vehicle. Das heißt, man hatte eine Übersichtskarte und konnte dann den einzelnen Einheiten, die man gesteuert hat, Wegpunkte zuweisen. Man konnte dann auch selber ins Cockpit rein und auch wieder raus. Das war schon sehr innovativ und echt genial zu spielen, muss man sagen. Auch die Zwischensequenzen, erinnere ich mich, waren deutlich besser als bei Comanche. Es gab also wirklich Rahmenhandlung und Zwischensequenzen, was bei Comanche ja nicht der Fall war. Das Einzige, was ich sagen muss, die Voxel-Grafik war zwar sehr beeindruckend, war sehr flüssig, war sehr schnell, aber sie hatte einen Nachteil. War man nah am Boden, dann waren die Voxel entsprechend groß. Und bei einem Hubschrauber fiel das nicht so auf, aber bei einem Panzer ist man natürlich ständig nah am Boden. Und ich muss sagen, da hat dann doch ein bisschen so die Engine ihre Schwierigkeiten gehabt. Ein kleines Manko bei einem ansonsten, finde ich, ganz spaßigen Spiel. Von den Panzern auf dem Boden geht's hinauf in die Lüfte, nämlich zu Dawn Patrol, ein Konkurrent sozusagen für das Hause Origin. Auch andere Hersteller hatten es drauf, Flugzeugsimulationen auf den Markt zu bringen. Dawn Patrol, erinnere ich mich, hat eine ziemlich gute Grafik, aber halt vor allem nur in der Luft. Die Bodendarstellung war wirklich ziemlich hässlich, das war also gar nichts, da hat man sich wirklich gewundert, was sie sich dabei gedacht haben, wo doch der andere Teil vom Spiel echt schick war. In VGA sehr schnell, in SVGA sehr, sehr schick für die damalige Zeit. Also man sieht es auch hier am Wertungskasten, 89% Grafikwertung, 90% Spielspaß, also Dawn Patrol, das konnte schon wirklich was, das war ein extrem spaßiges Spiel, trotz dass diese Flugzeuge ja wirklich nicht einfach zu steuern sind, aber irgendwie haben sie einen guten Mittelweg gefunden, Steuerung, Spielspaß und, aber eben die Darstellung der Bodentexturen, das ging einfach gar nicht, das konnten andere Spiele besser. Aber Dawn Patrol auf jeden Fall einen Blick wert. Und last but not least geht's von Boden über die Luft dann ins Wasser, nämlich zu Aces of the Deep. Eine richtig gute U-Boot-Simulation. Da muss ich aber zugeben, das war wieder eines der Spiele, das ich nur bei Freunden angeschaut bzw. Probe gespielt habe, denn Simulationen waren einfach nicht so meins. Man musste sich halt doch eher reinfuchsen und irgendwie hatte ich da damals einfach nicht den Zugang. Was mich damals beeindruckt hat, weiß ich noch,
war die Darstellung des Meeres, dass es eben nicht nur eine flache Fläche war, sondern es hatte wirklich Wellengang und so. Das heißt, das Abschießen feindlicher Einheiten war gar nicht so einfach. Und das sind so Dinge, die haben mich damals einfach beeindruckt, wenn man dann beim Kumpel saß und geschaut hat, wie er das gezockt hat. Da ist er, der große Testbericht zu Creature Shock. Lange angekündigt. Und ich muss auch sagen, in meiner Erinnerung eines der Spiele der 90er, weil ich immer noch die Musik, immer noch die Sequenzen im Kopf habe, vor meinem inneren Auge sehe. Und ich muss gestehen, ich habe dieses Spiel ja mit meinem eigenen Gameplay-Video für mich ein bisschen entzaubert. Es ist in der Erinnerung ein gutes Spiel gewesen, aber es ist heute einfach nicht mehr das, was es mal war. Aber man muss natürlich einfach sehen, wo kamen wir her. Wir waren mitten in den 90ern und vollbildfüllende, komplett animierte 3D-Render-Sequenzen waren ein absolutes Novum und dementsprechend war Creature Shock einfach für mich damals nur beeindruckend. Wirklich einfach nur beeindruckend. Und da konnten auch diese unsäglichen Flugsequenzen in Level 1 und Level 3 nichts daran ändern. Und ich sehe, die PC Games hat auch damals das Spiel extrem gut bewertet. Ich weiß, andere Magazine waren dann nicht so begeistert. Die PC Player zum Beispiel konnte dem nicht so viel abgewinnen wie die PC Games. Also klar, da haben sich dann einfach schon die Geister so ein bisschen geschieden. Ich glaube, das kam einfach daher, war man von dem Spiel, von der Herangehensweise, der Grafik und dem allen beeindruckt oder hat man einfach gesagt, okay, war spielerisch dann doch nicht so das, was man sich erwartet hatte. Das war einfach unterschiedlich. Ich bin ja bis heute überhaupt kein großer Fußballfan und insofern habe ich natürlich diese Art Spiele komplett links liegen gelassen. Aber klar, Lothar Matthäus ist eine Legende. Ich glaube, es gibt niemanden, der ihn nicht kennt und dementsprechend ist mir natürlich der Testbericht von seinem Spiel hier sofort ins Auge gesprungen. Und offensichtlich konnte es gegen FIFA International Soccer sogar einigermaßen bestehen. Also man sieht es hier unten im Statement-Kasten, ne? Also Grafik und Präsentation offensichtlich bei FIFA International Soccer deutlich besser, aber spielspaßtechnisch, simulationstechnisch absolut hier die Nase vorn, ne? Beim Gameplay hingegen hat Lothar Matthäus die Nase ganz klar vorn. Atemberaubende Strafraumszenen und die dazugehörenden Traumtore sind hier ganz selbstverständlich. Also, man muss nicht vor den Großen kuschen. Es gab damals durchaus Konkurrenz bei manchen Spieleserien. Das ist ja heutzutage leider fast überhaupt nicht mehr so. Microsoft macht einen auf Simulation, das kennen wir ja. Hier der Microsoft Space Simulator. Und warum ist mir dieser Test ins Auge gefallen? Weil ich im Wertungskasten den Preis gesehen habe. Hier 160 D-Mark Liste. Ach du meine Güte, was muss das für ein unfassbares Spiel gewesen sein? Und naja, Spielspaß 43%, Soundgar hat nur 10%, also dementsprechend waren die 160 D-Mark ganz offensichtlich nicht so wahnsinnig gut investiert. Ich weiß nicht, der Microsoft Space Simulator, hat den von euch irgendjemand gespielt? Natürlich möchte ich auch dieses Mal wieder in die Leserbrief-Section unseres geliebten Rainer Rossiert reinlesen. Wer es nicht möchte, darf natürlich gern einfach weiterklicken. Dieses Video hat wie alle meine Videos natürlich Kapitel. Das heißt, ihr könnt einfach überspringen, wenn euch das nicht interessiert. Aber ich muss auf jeden Fall reinlesen. Und ich habe einen Leserbrief ausgesucht, der relativ lang ist. Ich werde ihn abkürzen. Ich habe ihn deshalb ausgesucht, weil es so eine typische, geniale Rainer Rossiert-Antwort ist. Es ist nämlich hier dieser Leserbrief DTD, also Down the Drain. Sehr geehrter Herr Rossiert, ich vom Forschungsinstitut für das Ausbleiben der Rubrik Down the Drain. Wo hast du eigentlich den Begriff her? Vielleicht von Pinball Fantasies. Beim Table Stones and Bones wird man beim Verlassen der Kugel darauf aufmerksam gemacht, dass die Kugel gerade den Abfluss runter ist. Schreibe heute einen Leserbrief, um das rätselhafte und mysteriöse Verschwinden der Rubrik Down the Drain aufzuklären. Und so weiter und so weiter. Wie gesagt, der Leserbrief ist nicht so spektakulär, er lässt sich da so ein bisschen aus, woran es liegt. Und ich finde vor allem die Antwort von Rainer Rossiert einfach wieder mal klasse. In höchstes Erstaunen versetzte mich die Tatsache, dass wir möglicherweise denselben Mathelehrer hatten. Wahrscheinlicher ist es aber, dass dieser abgedroschene Satz von allen Mathelehrern abgewetzt wird. Die Bezeichnung Down the Drain entstammt eigentlich einem Modul des Bildschirmschoners After Dark. Ich bin allerdings nicht für die Namensgebung verantwortlich, da mir diese neudeutschen Ausdrücke nicht so besonders zusagen. Aber Oliver Menne, der war's.
ist ein erklärter Freund englischer Termini. Er ist für den Inhalt dieser Seiten verantwortlich. Ich bin nicht kapriziös, that's all. Nach wie vor bin ich ständig auf der Suche nach Spielen, welche diese Rubrik ausgestalten könnten, in letzter Zeit aber leider immer öfter fruchtlos. Ich tue ja, was ich kann, aber wo nichts auftaucht, kann auch ich nichts schlecht machen. Es liegt nicht an mir, aber ich bin dennoch zuversichtlich, dass sich die Situation bald verbessern wird. Vertrau mir. Ja, absolut. Das ist einfach Rainer Rossiet, wie er leibt und lebt, wie er Leserbriefe geschrieben hat über viele, viele Jahre. Immer wieder amüsant. Hat man ihn freundlich angesprochen, hat er freundlich geantwortet, war man frech, war auch er frech, war man pampig, dann hat er zurückgepumpt. Das war einfach unfassbar genial. Lieber Rainer, wenn du dieses Video oder eines meiner anderen Videos siehst, wir vermissen diese Zeit, wir denken wahnsinnig gerne dran zurück. Vielen, vielen Dank für deine vielen, vielen Jahre an genialen Leserbriefen. Mit Ekstatika bin ich nie so ganz warm geworden letzten Endes, aber das hier, das habe ich tatsächlich geliebt. Little Big Adventure. Wiederum ein Konkurrent für die Alone in the Dark-Reihe. Dieses Mal mit dem Hauptcharakter Twinsen. Ich habe seinen Namen in einem der letzten Videos falsch gesagt. Es war in einer Art isometrischen Ansicht angeordnet. Das heißt, die Hintergründe waren immer von oben zu sehen und man hat da seine Spielfigur frei gesteuert. Man konnte verschiedene Steuerungsmodi einschalten, je nachdem, wie er sich verhalten sollte. Für normal, sportlich, aggressiv oder unauffällig, je nachdem, ob man schleichen wollte, ob man kämpfen wollte oder. Und ich muss sagen, Little Big Adventure hat damals total meinen Nerv getroffen. Das war einfach absolut auf meiner Wellenlänge und ich habe da wirklich gute Erinnerungen an dieses Spiel. Es hatte auch so seine Gameplay-Kanten. Das Speichersystem war etwas blöde. Man musste ganz oft mal Passagen wiederholen, wenn man es nicht geschafft hat, weil einfach der letzte Speicherpunkt zu weit zurück lag bei diesem Automatiksystem. Aber ja, sei es drum, solche Gameplay-Hürden, das kannte man ja in den alten Spielen durchaus immer mal wieder. LucasArts oder Sierra, das war ganz oft die Frage bei der Adventure-Auswahl und ich war ein absoluter LucasArts-Verfechter. Ich habe sie alle gespielt, dementsprechend war Sierra nicht so auf meiner Wunschliste. Außerdem King's Quest VII aus dem Hause Sierra, zwar grafisch beeindruckend, aber mich hat die Story einfach nicht wirklich interessiert und es lief unter Windows 3.11. Und das war für mich damals ein absolutes No-Go. Ich hab's mal irgendwann ausgeliehen gehabt. Ich habe es nicht flüssig zum Laufen bekommen. Also ja, das war leider vielleicht leider nicht meins, aber sicher hat es viele, viele Menschen glücklich gemacht. Und man muss sagen, wenn man sich das so anschaut, es war grafisch natürlich absolut beeindruckend. Also wirklich allererste Sahne, total super gezeichnete Hintergründe, wahnsinnig toll animierte Charaktere, also das war grafisch schon wirklich vom Allerfeinsten, was Sierra da abgeliefert hat. Also nicht umsonst hatte Sierra auch einige Reihen, die wirklich über viele, viele, viele Teile bereits liefen und sie galten lange als Adventure-Spaßgarant. Das muss man einfach zugeben. King's Quest VII ist mir in Erinnerung, habe ich mir natürlich angeschaut, aber es war leider einfach nicht so meins. Andererseits, ich habe es in der GOG-Bibliothek liegen, vielleicht ist es mal einen Blick wert. Wir schauen auf die Spielecharts und dieses Mal ist da wohl ein kleiner technischer Fehler passiert. Normalerweise steht ja drin, wo war das Spiel im Vormonat und im wievielten Monat ist es in den Charts. Dieses Mal haben wir alle Spiele neu dabei und alle sind im ersten Monat in den Charts. Na, das kann ja heiter werden. Was haben wir denn hier? Wir haben den Bundesliga-Manager Hattrick ganz oben, dann TIE Fighter, SimCity 2000, X-Wing, Theme Park, X-Wing ist schon ewig dabei. Theme Park, FIFA International Soccer, Battle Isle 2, Die Siedler, Anstoß, Syndicate, Sam und Max, Privateer, Pacific Strike, Pizza Connection, Anstoß, World Cup Edition, Pinball Fantasies, 1972 Pacific Air War ist abgerutscht im Vergleich zu Pacific Strike. Mad News, Ultima 8 und Colonization auf Platz 20. Bei den CD-ROM-Charts sieht es folgendermaßen aus. Rebel Assault ist immer noch auf Platz 1. Das wissen wir, das ist schon seit nahezu einem Jahr so. Rebel Assault ist eben der CD-ROM-Verkaufsschlager. Battle Isle 2, Theme Park, Sam und Max, Myst, Mega Race Outpost, Anstoß World Cup Edition, Seventh Guest und Wing Commander Privateer.
Wir schauen in die Coming-Up-Section, womit geht es beim nächsten Mal weiter mit Syberia, der Testbericht von Syberia. Da freue ich mich sehr darauf, auf das Spiel, auf den Test und auch auf das Gameplay-Video. Wir werden sehen, ob es dem Zahn der Zeit standgehalten hat. Dann US Navy Fighters Wing Commander 3 kommt. Oh, das wird richtig großartig. Wing Commander 3. Heart of the Tiger, Mark Hamill, John Rhys Davies, also wow, das wird richtig genial. Wing Commander 3, eine absolute Spieleperle. Und The Lion King auf der Jump'n'Run-Seite. Da ist sie schon, die nächste Ausgabe. Wir sehen, es geht nicht nur um Wing Commander 3, sondern es geht auch um Dark Forces. Endlich kommt Dark Forces als sozusagen Doom-Konkurrent aus dem Hause LucasArts mit dem Star Wars Setting. Das wird richtig genial. Dann natürlich viele, viele Demos und natürlich ganz groß der Testbericht von Wing Commander 3. Also es bleibt genial, es wäre toll, wenn ihr bei diesem Video wieder dabei seid oder mal in meine anderen Videos reinschaut. Bis dahin, habt Spaß, zockt noch ein bisschen und dann sehen wir uns vielleicht demnächst auf diesem Kanal wieder.